Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lieblings-YouTube-Newcomer Brommi. Willkommen zum nächsten Part von Alan Wakes American Nightmare. Ja, es gibt eine relativ schlechte Nachricht. Wow, was ist jetzt los? The memory of her own fate haunts Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her. Und zwar hat OBS wieder einmal nicht aufgenommen. Das heißt, ihr habt wieder ein bisschen was verpasst. Aber ich kann nicht ganz kurz zusammenfassen, so viel war es nämlich auch nicht. Wir sollten einfach nochmal, also komplett das gleiche machen, was wir ganz zu Anfang des Spiels machen mussten. Nämlich, ja, wir haben noch von ihr hier irgendwie eine Batterie bekommen oder was. Und dann haben wir so ein Zahnrad aufgehoben. Oder ja, so ein Rad. Dann mussten wir doch, falls ihr euch erinnert, da hinten dieses Ding zum Brennen bringen, wo dann dieser Komet, oder nicht Komet, sondern dieser Satellit runterkam. Und ja, storymäßig hat er ihr halt erklärt, dass wir uns in so einer Zeitschleife befinden, was durch seinen kranken Psychopathen-Doppelgänger hier immer hervorgerufen wird. Und man muss sozusagen irgendwie die Story immer wiederholen, bis man eine Lücke in dieser Zeitschleife findet, um dann daraus auszubrechen. Ja, ansonsten habt ihr nicht viel verpasst, außer wie gesagt, dass wir das gleiche nochmal machen mussten hier und dieses Mal ein paar mehr Gegner kamen und ja, die Manuskriptseiten hier auch jetzt großzügiger verteilt sind. Aber ansonsten war eigentlich nicht viel los. Von daher denke ich mal, werdet ihr das verkraften. Wir haben jetzt gerade den Master Key von ihr bekommen. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt in jedes Zimmer kommen. Warte mal, hier war keine Leiche, oder? Nein. Okay, diesmal gehen wir nicht gleich in das Zimmer von der Leiche, sondern erstmal an das andere. Dass ich nicht wieder diesen Fehler mache, nämlich erstmal an das hier. Bevor ich wieder rumheule, dass mir die Manuskriptseiten fehlen. Ach, da komme ich gar nicht... Ey, komm, hier muss es aber... Oh, warte mal, was ist denn hier? Ich dachte, ich kann es aufmachen. Okay. Hier war auf jeden Fall eine Manuskriptseite. Da. Ja, also so wie ich das verstanden habe, müssen wir tatsächlich wahrscheinlich nochmal die ganze Story so spielen, wie wir sie bis jetzt hier, bis hierhin schon gespielt haben. Nur halt mit kleinen Veränderungen, also sprich mehr Gegnern, anderen Gegnern und kleine Abänderungen werden sein, aber im Großen und Ganzen denke ich, wird es nochmal ziemlich identisch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann auch nochmal zur Sternwarte müssen. Ja. Und so klappert man nochmal die Story ab. So. Jetzt ist wieder die Leiche hier, genau. Es ist halt, ja, so eine Zeitschleife. Wir müssen alles nochmal machen. Jetzt fahren wir wieder hoch mit dem Auto. Ich guck mal kurz, ob er auch tatsächlich diesmal wirklich aufnimmt. Ja, diesmal macht das. Ich weiß nicht, was mit OBS los ist, ja. Manchmal nimmt er auf, manchmal nicht. But the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Ja, die Sternwarte kommt wieder. Hier war doch meines Wissens das Jagdgewehr, das würde ich gerne mal probieren. Its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Na dann, let's go. So. Ich glaube auch, dass ich gar nicht so krankhaft nach diesen Seiten suchen muss. Ich
vermute einfach mal, dass wenn man halbwegs auf dem Weg zu diesen Missionszielen ist, dass man, da habe ich gerade auch schon eine gesehen, dass man die dann halbwegs gut abfarmen kann, ohne jetzt unendlich weit vom Weg abkommen zu müssen. Oh, ich habe doch gerade was gehört. Na Mensch. Ja, es wird schon ein bisschen schwieriger. So. Aber es ist auch gut so, also Feuer, das war ja echt zum Einschlafen. So, hier ist dann irgendwo eine Seite. Yep. Sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt euch das gern durchlesen. Ich habe da nicht so die Lust zu. Wow, dieser Sound, habt ihr den gehört? Geiler Sound, um eine Gittertür aufzumachen. Wow. There are places where our world is worn thin. So, ich meine, hier war das Jagdgewehr. Schauen wir mal. Ja. Muss ich wahrscheinlich gegen das Karabiner tauschen. Oh ja. Ach, das ist so ein Ding. Ja, ich glaube, das nehme ich erstmal mit. So, das Bildverarbeitungssystem, na Mensch. Ich höre was. Ja, wie gesagt, die Seiten werden einem ziemlich jetzt hinterhergeworfen. Also nicht so, wie ich anfangs dachte, dass man hier irgendwie tausendmal vom Weg abkommen muss. Ist hier noch was? Nee. Aber das ist ja schon mal anders hier. Als in dem ersten Durchlauf der Story. So, zum Teleskop. Sollen wir mal hier hochgehen? Oder da? Oh, nee, die mag ich nicht. Na komm. Oh, guck mal, da hinten. Oh. Nee, das mag ich gar nicht. Da muss man viel zu lange nachladen. Wow. Also wieder das Karabiner. Tut mir leid, Leute, aber das Gewehr geht gar nicht. Ich kann einmal alle 3 Sekunden schießen. Nee, nee, nee. Wir waren schon ganz gut mit dem Karabiner und dem Revolver. So. Moni nehme ich gerne mit. Ja, ist jetzt die Frage hier noch. Gehen wir mal hier hoch. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ach, easy, 10 Minuten. Ja, ja. Jetzt ist bestimmt hier auch eine Seite, oder? Ne. Ja, und selbst wenn, also ich meine, ich habe jetzt die Waffen probiert, das Jagdgewehr ist scheiße. Ich glaube, da hinten liegt das Sturmgewehr, das wollte ich nochmal probieren.
Und wenn das auch blöd ist, dann, ja, was bringt mir das denn, an die Seiten zu suchen? Ich meine, ich habe hier schon krasse Waffen. Oh, ich glaube, es waren 30. So eine Scheiße. Stories come naturally to us. Oh, da ist noch einer, oder? Hä? Wieso wird mir kein Fall? Ach, jetzt. Ja, wenn ich 2 Meter davor stehe, geil. Taken may well be the tool that Ach, hier habe ich noch eine nicht gezeigt. the atmosphere in the projection booth at the drive. So. Combat Shotgun. Nee, okay, ich wollte eigentlich das Maschinengewehr, aber auch gut. Dann halt nicht. Dann geht's zu den nervigen Ärzten zurück. So. Dann muss ich wieder die Ventile öffnen. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Ah, besser ist es. Ah. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once your wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Okay. Dass du ein kranker Bastard bist, das wissen wir alle schon. Oh, wenn hier Blendgranaten liegen. Ey, es ist wirklich wie ein Déjà-vu, ne? It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. How did you know that? Oh. I think we can give this a go. Although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember.
Alright, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Sorry, ich habe keine Zeit und keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten. Geil. Okay, das ist neu. Mies gebumst. Das habe ich doch mal gut gemacht. Die Granate war on point. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Was geht jetzt ab? Ich würde gern speichern, so, also wäre ganz nett. Aber ich glaube, da hat jemand was dagegen. Yep. I guess they didn't like that. Wow, 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 wow. Aua. Wow. Ich glaube jetzt einfach. Ist mir egal. So ein bisschen Muni wäre mal wieder ganz nett. Holy fuck. Ja, auf jeden Fall macht das schon mehr Spaß mit den Gegnern jetzt. Mach mal auf. It's working. Please, come up here. Ja, so gefällt mir das.
Okay, Leute, dann hören wir uns noch an, was uns die nette Dame zu sagen hat. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss fürs Erste. Yes, I don't think it's quite the same thing we had, the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen. Was uns nächstes Mal so storymäßig erwartet, ob wir es vielleicht schon schaffen, aus dieser Zeitschleife rauszukommen und ob die Damen der Schöpfung es schaffen, im nächsten Part vielleicht ein bisschen weniger zu reden. Alles erfahren wir in der nächsten Folge bei Alan Wake's American Nightmare. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, ciao.